Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Haul und der hat es zum Anfang des Jahres in sich. Ich habe einige Platten jetzt bekommen und wir starten mit dem Teil hier. Bei Discogs gekauft. Ist so eine Art Remix, der kann man auch nicht sagen. Remix kann man nicht sagen. Ist wie so eine DJ-Platte, wo Lieder zusammengefügt wurden. Auf der einen Seite haben wir da ein paar Kraftwerk-Songs. Ist jetzt nicht ganz so meine Band, aber ja, Kraftwerk ist ja irgendwo, hat einen gewissen Kultstatus. Und auf der anderen Seite, da ist wieder ein bisschen mehr meine Sache, ist Front Dep Nitzer oder Front Dep Nitz in dem Falle. Was bedeutet Front 242, Depeche Mode und Nitzer App auf einer Platte zusammengemixt. Sehr, sehr geil. Also ja, für mich auf jeden Fall eine coole Platte. Hat kein Cover. Ich weiß nicht mal, ob es eine Art Bootleg ist. Auf jeden Fall fand ich es irgendwie kurios. Front ist drauf, Nitzer App ist drauf, Depeche Mode ist drauf. Musste ich mir einfach holen. Und jo, ist jetzt in meiner Sammlung. Dann geht es jetzt mit geballter Kiss-Macht weiter. Und zwar geht die Buchserie weiter. Ich habe davon schon einige gezeigt. Video dazu kommt auf jeden Fall. Da ist wieder eine 7-Inch mit dabei, eine DVD, ein Booklet und 2 LPs. Und davon habe ich nicht nur eine. Davon gibt es 2 neue. Und zwar haben wir nämlich hier Detroit 1977. Auch nochmal wieder mit 7-Inch. Und DVD und Booklet und Doppel-LP. Sehr, sehr cool, gucken wir uns an. Dann hattet ihr ja schon ein paar Videos bei mir gesehen von dieser gelben Japan Kiss Live in Japan, wo schon bekannt war, dass wir 5 Stück erhalten werden. Da haben wir Peter. Gucken wir uns definitiv an. Die anderen 3 haben wir schon gesehen. Ace, Paul und Gene. Und dann gibt es ja natürlich 5 Stück. Und das ist nämlich die Band-Variante. Und die ist auch endlich raus. Und die seht ihr hier. Auch das gucken wir uns beides an. Wer die anderen noch nicht gesehen hat, ich verlinke sie am Ende des Videos. Guckt euch die an. Mega geniale, nicht offizielle Scheiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Dann habe ich hier eine... ja, ich denke nicht offizielle Single. Auch sehr, sehr cool. Das ist Lick It Up und Parasite. Das Ganze ist in Buenos Aires, Argentina aufgenommen und dann noch am 20. August 2016 in den USA. Das Ganze kommt ja, in so einem lilanen Vinyl. Gibt es jetzt kein extra Video zu, vielleicht irgendwann mal, wenn es mal wieder um 7-Inch Singles geht, aber das Ding auf jeden Fall habe ich mir mitgegönnt, eine coole 7-Inch Platte. Bevor wir ja zum Highlight, würde ich fast sagen, kommen, ja, Highlight auch nicht, aber gucken wir uns dann später an, ganz am Ende. Hier kommen wir erstmal zu einer sehr coolen Scheibe und zwar haben wir hier eine Ace Frehley, nicht offizielle Spaceman Forever Edition mit einem weinenden Spaceman. Ist natürlich ein AI-generiertes Bild, sieht aber sehr geil aus, wie ich finde. Coole Idee. Und das Ganze ist natürlich in Gedenken an Ace. Hier unten in Loving Memory, Paul Daniel Frehley, sein gebürtiger Name. Und dann haben wir hier einmal Just for Fun Tour November in 93. Und das Ganze in Japan ist ein Live-Konzert von Ace. Sehr, sehr nice. Cover sehr, sehr schön, kommt im silbernen Vinyl. Gucken wir uns definitiv auch noch in einem Video an. So, jetzt die Worte richtig sortiert. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu kuriosen Neuauflagen. Da wird es ein Video zu all diesen Scheiben, die ich jetzt gleich euch zeige, geben. Und zwar haben wir hier Asylum. Ist eine nicht offizielle Neuauflage des Albums. Das Ganze kommt mit einem Free Poster Inside. Das gucken wir uns dann alles in einem extra Video an, wo ich euch diese ganzen Scheiben jetzt zeige. Da gibt es nämlich auch noch Love Gun. Love Gun, alles mit alternativen Covern. Sehr, sehr cool. Ja, mit Gun und all dem Gedöns, was so dabei ist. Bin ich sehr gespannt, was drin ist. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich lasse mich da überraschen. Das Ganze kriegen wir dann auch noch von Dynasty, auch mit einem alternativen Cover. Sehr, sehr schön. Das macht das Ganze besonders. Wie gesagt, die Alben müssten die
Standardalben sein, ganz sicher bin ich mir noch nicht, habe noch nicht reingehört, habe auch noch nicht drauf geguckt. Ja, hier seht ihr auch so einen Bestellflyer mit drin, ein Poster mit drin, sehr, sehr schön, toll gemacht. Und jetzt kommt mein mit Lieblingsalbum von KISS und das finde ich ist ein so cooles alternatives Cover, weil ihr seht hier das Comic-Motiv, was eigentlich da drauf ist, als Fotostory gemacht. Erinnert so ein bisschen an eine Bravo-Fotostory von früher. Sehr, sehr cool. Sie haben es echt gut umgesetzt, muss man wirklich sagen. Ich bin schwer begeistert. Unmasked, ja, eins meiner Mit-Favoriten-Alben. Ich liebe das Album und ich habe mir hier es nicht nehmen lassen, alle Farben, die es gibt, zu kaufen. Normal mache ich das nicht, aber es ist unmasked und da habe ich mir die schwarze geholt, ich habe mir die rote geholt und ich habe mir die blaue geholt. Und ich freue mich mega drauf, das auszupacken und anzugucken. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt, die sind alle noch original zu, sind gerade eingetroffen und ich hatte nichts Besseres zu tun, als gleich ein Handy zu zücken und euch das Ganze hier zu zeigen, weil es mega, mega cool ist und ein schöner Start in dieses hoffentlich großartige Vinyl- und Live-Konzert-Jahr 2026. Und dann haben wir hier die einzige wirkliche Neuveröffentlichung und das ist das Peter Criss Album. Ich habe alle Farben bestellt. Es gibt Schwarz, Silber und Weiß. Ich habe hier die weiße zuerst bekommen, habe ich bei Amazon in Amerika bestellt und ja, die erste ist Gott sei Dank heil eingetroffen. Ich warte jetzt auf die silberne, die ist jetzt verschickt worden und die schwarze hängt irgendwo rum und ist noch nicht so richtig im Begriff weitergeschickt zu werden. Ich hoffe, dass sie hier bald ankommt. Ich habe in dieses Album außer diesem Creepy Crawler Song noch nicht reingehört. Das werde ich tun. Dann gucken wir uns die Platten an, wenn alle drei da sind natürlich. Und dann werde ich auch ein bisschen zu den Songs was sagen, was ich davon halte. Ich bin jetzt nicht der riesen Peter Criss Solo-Fan, muss ich sagen. Aber dieses Creepy Crawler-Lied fand ich ganz gut. Obwohl ich sagen muss, dass Peter stimmlich leider an seine Grenzen kommt und auch in die Jahre gekommen ist. Ich meine, gut, die sind alle nicht mehr jung. Ich bin froh, dass sie noch da sind und ich bin irgendwie auch froh, dass sie noch Musik machen. Und das Album hier finde ich optisch auf jeden Fall das Coolste von Peter Criss, weil das Cover ist mal richtig geil. Das ist hier so ein bisschen geprägt und es sieht einfach nur mega gut aus. Kann man nicht anders sagen. Die silberne Hülle ist richtig verchromt wie Double Platinum. Also auf jeden Fall ein Highlight und ich freue mich, wenn ich alle drei Varianten habe. Sehr, sehr schön. Hier wäre noch eine Signed-Edition sehr cool gewesen. Es gibt ein paar im Internet, weil er hat ja ein Signing gegeben, aber die werden so teuer verkauft. Da kann ich mich leider nicht zu durchkriegen, irgendwie $400 zu bezahlen plus Shipping plus Zoll. Das ist mir dann doch für eine Peter Criss Soloscheibe zu viel Kohle. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ding. Und ich bin sehr gespannt, wie die Songs da drauf sind. Das war ein krasser Start ins 26er Vinyljahr. Wir sind gerade mal in der Mitte des Januars angekommen und ich habe schon einen Batzen Scheiben hier liegen. Wie soll das in diesem Jahr enden? Ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich wieder eskalieren wie immer und wir werden sehen, was da alles so eintrudelt in diesem Jahr. Ich bin raus, lasst einen Kommentar, ein Abo und ein Daumen nach oben fürs Video da, würde mich sehr, sehr freuen. Guckt mal in meine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr vielleicht Bock habt, einen Vinyl-Army-Aufnäher auf eurer Kutte zu verewigen. Über jeden, der mich da unterstützt, freue ich mich natürlich auch immer tierisch und sage vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun und an alle, die meine Videos gucken. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Album schon habt und wie ihr es findet. Das würde mich sehr interessieren. Ich bin raus. Keep on rockin'. Tschüss.